Hallo zusammen, wir häkeln heute mit euch ein Oberteil passend zum Sommertop, was wir vorhin mit euch zusammen gehäkelt haben. Und zwar, ich habe dieses Oberteil selber komplett nicht gehäkelt, deswegen kann ich nur geschätzt sagen, wie viel Wolle man für dieses Oberteil braucht. Ich denke, für Größe S müssten vielleicht so ungefähr 200 Gramm Wolle reichen. Also ich habe für das Sommertop Cotton Soft von der Firma Relana verwendet, 50 Gramm, 150 Meter Lauflinie und Häkelnadel Nummer 4. Falls jemand dieses Oberteil komplett gehäkelt hat, bitte in die Kommentare schreiben, wie viel Wolle man ungefähr für das Teil gebraucht hat. Das wäre wirklich sehr gut. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Häkeln. Also wie wird das Oberteil gehäkelt? Und zwar, wir häkeln hier unseren Rumpfteil, also von unten nach oben in diesem Zackenmuster. Also nach oben häkeln wir. Hier ist der gerade Ausschnitt, also hier haben die das, kann man das zusammenraffen. Genau, hier gerade Halsausschnitt. Hier die Breite für das Oberteil nehme ich für Größe S 45 cm. Das ist ungefähr Brustumfang. Und zwar den Brustumfang misst man da aus, wo die Brustwarzen sind. Also zwischen den Brustwarzen, also komplett ausmessen, und die Hälfte davon nimmt man praktisch für das Vorderteil. Falls man eine andere Größe häkelt, zum Beispiel M oder L, also Brustumfang ausmessen. Und die Hälfte von dem Umfang für das Oberteil hier vorne benutzen. Hier diese Breite, das ist die Breite oder die Höhe von dem Vorderteil, ist genauso breit wie die Breite von den Ärmeln. Also hier diese Breite ausmessen. Hier nehmen wir dann ungefähr 17 cm. Da ist es auch so, also je nachdem, wie breit deine Arme sind, zum Beispiel du hast den Umfang von 30 cm zusammen, also hier ausgemessen, teils durch 2, das sind 15 cm, und dann 2 cm dazu rechnen, das sind dann so 17 cm. So habe ich das ungefähr ausgerechnet. Also den Umfang durch 2 plus 2 cm. Das sind ungefähr die Maße, und die Armlinie, da kann man dann individuell anpassen. So, jetzt beginnen wir mit dem Häkeln, und zwar für das Oberteil schlage ich die Luftmaschen an. Ich gehe mit der Häkelnadel unter den Faden, ziehe diesen hoch und drehe die Nadel einmal komplett um, halte hier vorne fest und häkle die erste Luftmasche. Und dann häkle ich weitere Luftmaschen, und zwar die Maschenanzahl für das Muster sollte teilbar durch 6 sein. Und jetzt schlage ich einfach die Luftmaschen an. So, ich habe die Luftmaschen angeschlagen. Ich zeige das Ganze in einem kleinen Format. Also du kannst es so machen, dass du Messband nimmst, schlägst die Luftmaschen an, legst das einfach dran, so dass du auf 45 cm kommst. Wie gesagt, Maschenanzahl sollte teilbar durch 6 sein. So, also 6 plus 6 plus 6 plus 6 immer anschlagen, bis man hier auf die 45 cm kommt. Wenn man die Luftmaschen in der Breite, oder 45, habe ich gesagt, ja, 45 cm lang sollen die Luftmaschen sein. Und jetzt schlage ich noch zusätzliche 6 Luftmaschen an, und erst dann
beginne ich mit Muster. Also praktisch noch 6 Luftmaschen über diese 45 cm anschlagen. So, und jetzt häkeln wir das Muster. Wir häkeln das Muster mit Doppelstäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. In das 6. Doppelstäbchen steche ich ein. Ich mache 2 Umschläge. In das 6. steche ich ein, hole den Faden, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch, die dritten 2 Schlingen durch. Das ist ein Doppelstäbchen. Jetzt eine Luftmasche. Jetzt nochmal in dieselbe Stelle häkle ich 2 Doppelstäbchen. 2 Umschläge, einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2, die dritten 3 Schlingen. Und nochmal ein Doppelstäbchen. Einstechen, Faden holen und ein Stäbchen häkeln. So schaut es aus. So, jetzt überspringe ich 5 Luftmaschen und häkle in die 6. Luftmasche. Auch wiederum dieses Element. Also 2 Umschläge, in die 6. Luftmasche steche ich ein, hole den Faden und häkle das erste Doppelstäbchen. Nochmal 2 Umschläge, einstechen, Faden holen, eine Luftmasche. 2 Umschläge, Faden holen, zwei Umschläge, so schaut unser Element aus, also 2 Doppelstäbchen, eine Luftmasche, 2 Doppelstäbchen. Wir machen das nochmal gleich zusammen, also 2 Umschläge, 1, 2, 3, 4, 5, in die 6. Luftmasche einstechen, Faden holen, die ersten 2, die zweiten 2, die dritten 2 Schlingen durch. Jetzt das zweite Doppelstäbchen, in dieselbe Stelle einstechen, ein Doppelstäbchen häkeln, eine Luftmasche. Und jetzt nochmal in dieselbe Stelle 2 Doppelstäbchen. Das erste und das zweite. So schaut das Muster aus und so häkeln wir dann weiter. Ich überspringe wieder 5 Maschen und in die 6. häkle ich das erste Doppelstäbchen. So, und das erste Doppelstäbchen, das zweite, eine Luftmasche und nochmal 2 Doppelstäbchen in dieselbe Stelle einstechen. 1 und 2. So schaut das Muster aus. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe und da in die letzte Reihe häkeln wir genau das gleiche. Also 2 Luftmaschen, hier steche ich ein, hole den Faden, häkle ein Doppelstäbchen, so, dann nochmal ein Doppelstäbchen in dieselbe Stelle, eine Luftmasche und nochmal 2 Doppelstäbchen. Das erste Doppelstäbchen und dann das zweite. So schaut das Muster aus. So, die zweite Reihe beginne ich jetzt mit einer Luftmasche, wende das Ganze. Jetzt steche ich hier ein, in den Bogen zwischen den beiden Stäbchen, häkle eine Kettmasche. So, und jetzt häkle ich 5 Luftmaschen. So,
ein Doppelstäbchen. Hier einstechen, ein Doppelstäbchen häkeln. So, eine Luftmasche, nochmal einstechen, ein Doppelstäbchen häkeln und in dieselbe nochmal ein zweites Doppelstäbchen. So, und das Ganze wiederholen wir jetzt. Jeweils hier in den kleinen Bogen zwischen den Stäbchen häkeln wir auch zwei Doppelstäbchen, eine Luftmasche und zwei Doppelstäbchen. Also die ersten zwei Doppelstäbchen, eine Luftmasche und in dieselbe Stelle nochmal einstechen, nochmal ein Doppelstäbchen häkeln. 1 und 2. Und so häkeln wir dann weiter, also jeweils hier zwischen diese Elemente häkeln, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Also nochmal 2 Umschläge, Faden holen, das erste Stäbchen, das zweite eine Luftmasche und nochmal 2 Stäbchen. So schaut es aus. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Ich habe dieses Element wieder gehäkelt. Jetzt eine Luftmasche, wende das Ganze und wir wiederholen jetzt. Also ich steche jetzt hier nochmal ein, hole den Faden und häkle eine Kettmasche erst. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. So, ein Doppelstäbchen. Eine Luftmasche, 2 Doppelstäbchen. Und das Muster wiederholen wir dann jeweils hier zwischen den Stäbchen häkeln wir diese Elemente. Also da, da und so weiter. Und hier häkeln wir dann das letzte Element und den Anfang häkeln wir genauso, wie ich das gerade gezeigt habe. Und auf diese Weise häkeln wir dann 17 cm breites Stück oder hohes Stück, also ein Stück in die Höhe, häkeln wir dann 17 cm. So, also wir haben jetzt diese Höhe gehäkelt. Das sind ungefähr 8 bis 9 Reihen bei mir. Also ich häkle alles an einem kleinen Stück. Genau, und jetzt häkeln wir den Ausschnitt. Halsausschnitt. Also wie breit der Halsausschnitt sein sollte, das kann man selber abmessen und schauen, wie breit man das machen möchte. Also ich kann das jetzt ganz genau nicht sagen. Also angenommen, ich habe jetzt mein Vorderteil hier gehäkelt und in der Mitte möchte ich meinen Halsausschnitt häkeln. Jetzt mache ich Folgendes. Ich fange ganz normal hier auf der Seite mit meinem Muster an, wie bis jetzt. So, ich häkle in der Mitte zum Beispiel hier den Halsausschnitt. Also bis zum Ausschnitt habe ich mein Muster gehäkelt und jetzt ersetze ich diese Stäbchen durch Luftmaschen. Pro so ein Element häkle ich dann 5 Luftmaschen. Das heißt, ich habe jetzt hier 3 Elemente. Ich häkle jetzt 15 Luftmaschen. Ihr häkelt so viel, wie es bei euch einfach passt. Also die Luftmaschen häkle ich nicht ganz so fest, damit das Ganze sich nicht zusammenzieht. Jetzt einfach, wie gesagt, die Luftmaschen häkeln. Also die Luftmaschen habe ich jetzt gehäkelt und jetzt überspringe ich diese 3 Mustersätze und häkle hier mit dem Muster dann weiter. Also 2 Umschläge hier einstechen, das erste Stäbchen häkeln und nach Muster dann alles weitere häkeln.
So schaut es dann aus. So schaut der Ausschnitt aus. So, jetzt häkle ich die nächste Reihe. Also die ersten Elemente habe ich jetzt gehäkelt und jetzt bin ich bei den Luftmaschen. Und zwar, ich überspringe hier 2 Luftmaschen. In die dritte Luftmasche häkle ich wieder unser Element, also 1, 2 in die dritte Luftmasche. 2 Stäbchen, eine Luftmasche, 2 Stäbchen, also Doppelstäbchen meine ich damit. So, eine Luftmasche und nochmal in dieselbe Stelle ein Stäbchen und 2 Doppelstäbchen häkeln. So, jetzt überspringe ich 4 Luftmaschen. In die 5. Luftmasche häkle ich wieder das gleiche Element aus 2 Doppelstäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Doppelstäbchen. Dann überspringe ich wieder 4 Luftmaschen und häkle das nächste Element. Und dann haben wir praktisch diese 3 Elemente hier wieder gehäkelt. So, und anschließend häkeln wir auch hier auf der Seite dann das Muster weiter. Und ab der nächsten Reihe häkeln wir dann einfach weitere Reihen. Und zwar ist es jetzt so, dass bei uns hier diese mittlere Reihe ist. Ich würde dann dieses Stück genauso groß häkeln wie das nächste Stück. Ne? Wir haben hier zum Beispiel 8 Reihen gehäkelt. Da würde ich auch 8 weitere Reihen häkeln. Und diese mittlere Reihe, das ist dann als so eine Mittelreihe. So. Also ich habe jetzt soweit gehäkelt. Also hier habe ich auch 4 Reihen gehäkelt wie auf der Seite und bei euch sind es ungefähr 8 bis 9 Reihen, je nachdem wie groß das sein sollte. Wenn ich das so zusammenlege, das ist der Ausschnitt, so schaut es so aus. Also einmal die Vorderseite, einmal die Rückseite. Und jetzt häkeln wir noch hier auf den Seiten die Ärmel. Also nochmal, wir haben praktisch dieses Vorderteil gehäkelt. Das ist unser Ausschnitt hier vorne und jetzt häkeln wir die Ärmel. So, wie gesagt, wir häkeln jetzt auf den Seiten die Ärmel. So, ich habe hier meinen Faden und ich beginne mit 5 Luftmaschen. Und häkle hier in die erste Querstäbchen, in das erste Stäbchen hier ein Doppelstäbchen. So, jetzt häkle ich in das nächste Querstäbchen unsere Elemente, die wir hier schon gehäkelt haben. Also hier stiche ich ein, häkle ein Doppelstäbchen, das zweite Doppelstäbchen, eine Luftmasche und nochmal 2 Doppelstäbchen. Erste und das zweite. So, und dann in die nächste Quermasche häkle ich wieder das gleiche Element. Aus 2 Doppelstäbchen, eine Luftmasche und 2 Doppelstäbchen. So, und so häkeln wir, bis wir an dieser Zwischenreihe ankommen. Also häkeln wir in jede Querreihe unsere Elemente. Also hier an diesen Maschen häkeln wir überall dann diese Elemente, bis wir hier bei dieser
Zwischenreihe ankommen. So, und zwar jetzt mache ich hier Folgendes. So, hier ist diese Zwischenreihe. Hier einmal davor dieses Element. Ich habe 2 Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen gehäkelt. Das zweite Doppelstäbchen häkle ich in diese diese Zwischenreihe. Also 2 Umschläge, hier ein Stehchen und ein Doppelstäbchen häkeln. Jetzt häkle ich hier in diese Quermasche auch noch ein zweites Doppelstäbchen. Also 2 Umschläge und noch ein Doppelstäbchen häkeln. So, jetzt in die nächste Quermasche häkle ich genau das Element wie hier. Also ich häkle ein Doppelstäbchen, jetzt eine Luftmasche und dann 2 Doppelstäbchen. Das erste und das zweite. So, also wir haben praktisch von diesem Element das zweite Doppelstäbchen hier in die Mitte gehäkelt. Und jetzt häkeln wir in jede Quermasche wieder unsere Elemente wie bis jetzt. Aus 2 Doppelstäbchen, eine Luftmasche, 2 Doppelstäbchen, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Und in die letzte Quermasche häkle ich dann 2 Doppelstäbchen. Das erste Doppelstäbchen und das zweite Doppelstäbchen. So, man kann natürlich das Ganze auch in Runden häkeln. Man kann auch jetzt noch zu einer Runde schließen und das Ganze weiter einfach in Runden häkeln. Bei den Ärmeln wäre das auch sehr gut, dann muss man auf der Seite nicht zusammennähen. Falls es jemand nicht machen möchte, kann man einfach in Reihen weiter häkeln. Und zwar, wenn man in Reihen weiter häkelt, fängt man wieder mit 5 Luftmaschen an und häkelt hier in die erste Masche hier ein Doppelstäbchen. Und dann hier ganz normal weiterhin das Muster häkeln. Also hier stechen wir dann ganz normal hier in diese Luftmaschen ein und häkeln hier das eine Element und hier das zweite Element. Zeige ich gleich, wie das ausschaut. Und am Ende der Reihe häkelt man hier zwischen den beiden Maschen 2 Doppelstäbchen. So, wenn man das Ganze in Runden häkeln möchte, dann kann man das jetzt also ich schließe die Runde erstmal mit einer Kettmasche. Und zwar, ich gehe hier in die 5. Luftmasche, steche ich ein, hole den Faden. So, und jetzt häkle ich wie eine feste Masche, um die dabei nicht so ganz fest zu ziehen. Jetzt fange ich mit 5 Luftmaschen an. So, und häkle hier jetzt in diese Stelle 2 Umschläge, also das Doppelstäbchen. So, das erste eine Luftmasche und hier nochmal ein Doppelstäbchen. Das erste Doppelstäbchen und das zweite Doppelstäbchen. So, und den Rest häkle ich nach Muster, wie bis jetzt. Hier häkeln wir dieselben Elemente. Aus 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Doppelstäbchen. So, dann einfach weiter häkeln. Also hier in die Mitte, wo wir unsere mittlere Reihe haben, haben wir hier, so schaut es aus. Und ich habe hier ganz normal, wo die Luftmaschen waren, habe ich an das Muster gehäkelt. So schaut das jetzt aus. Wie gesagt, das ist hier diese mittlere Reihe. Und so häkle ich dann weiter einfach das Muster.
So, jetzt habe ich die Runde zu Ende gehäkelt, da haben wir angefangen. So, da kann man später zusammennähen. Hier unten, diese Reihe. Eine Reihe. Oder man kann es auch auflassen, je nachdem, wie breit es, wenn es von der Breite unten passt, kann man es auch auflassen. So. Hier das letzte Element und hier haben wir auch dieses Element gehäkelt und jetzt schließe ich das Ganze mit einer Kettmasche. Hier einstechen, Faden holen und die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Jetzt beginne ich die nächste Runde, eine Luftmasche, dann steche ich hier ein, häkle eine Kettmasche, jetzt 5 Luftmaschen, ein Doppelstäbchen, eine Luftmasche und ganz normal das Muster, 2 Doppelstäbchen. Das ist genauso wie wir an den Anfang schon mal gehäkelt haben. So, dann häkle ich dann weiter in Runden, einfach das Muster weiter häkeln. Also die nächste Runde habe ich jetzt wieder zu Ende gehäkelt. Jetzt steche ich hier ein in die 5. Luftmasche, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. Und so häkeln wir dann in Runden weiter. Wie gesagt, wieder die Luftmasche, dann eine Kettmasche in die Mitte. Und dann beginne ich wieder mit 5 Luftmaschen. So, und so häkeln wir dann die Ärmel weiter. So schaut es aus. So, die Länge kannst du individuell anpassen, indem du das Oberteil anprobierst einfach. So, jetzt ist es so, dass die Ärmel auf dem Bild so nach unten ein bisschen so ausstehend ausschauen. So, also wenn man die Ärmel gerade häkelt, schauen die sowieso so aus, dass die unten ein bisschen breiter ausschauen, weil unsere Arme unten einfach auch schmaler sind. Man kann zum Beispiel unten die letzten Reihen, da kann man auch größeren Haken verwenden, damit das Ganze etwas auseinander geht. Oder man kann auch ein paar Reihen statt 2 Doppelstäbchen zum Beispiel 3 Doppelstäbchen häkeln. Dann geht das Muster ein bisschen auseinander. So, und die zweite Seite, die Ärmel häkeln wir genau auf die gleiche Art und Weise. So, ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt, wie man das Oberteil häkeln kann. Wie gesagt, ich habe das Oberteil selber komplett nicht gehäkelt, sondern nur euch gezeigt an einem kleinen Stück, wie man das machen kann. Genau. Also falls jemand das Teil komplett häkelt, wäre gut, wenn man in die Kommentare schreibt, wie viel man Wolle zum Beispiel genau verwendet hat. Das wäre auch ganz gut. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln, macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal, schreibt mir auch eure Kommentare, würde mich auch sehr freuen und bis zum nächsten Mal.